Wir haben gedacht, boah, wo sind wir denn gelandet hier? Also es wäre sehr extrem. Ich habe, glaube ich, für die ersten 3 Tage geheult, weil das so wirklich im Nirgendwo war. Und es war sehr hart, weil wir dachten, das wird so für immer bleiben, dass wir so wirklich im Nirgendwo sind. Und dann irgendwann haben wir uns getraut, so rauszugehen und ein bisschen halt die Stadt zu erkundigen. Und dann sind halt unsere Nachbarn dann zu uns gekommen, haben uns auch begrüßt. Und da sind sie einfach mit so ein Dictionary, also so ein Übersetzer, so Arabisch-Deutsch, sind sie halt zu uns gekommen und dann haben sie halt ein paar Wörter gezeigt und so und dann haben sie so versucht, mit uns zu kommunizieren. Was so, also es war sehr, wir merkten so, wow, okay, einfach nur mit uns zu kommunizieren. Als wir hier angekommen sind in Lüchow, wir waren erstmal in Braunschweig, weil wir diese Camp erstmal besuchen mussten für einen Monat und dann wurden wir hierher transferiert, also hierher geschickt. Und dann November wollte ich dann wieder zur Schule zu gehen. Und dann durch Bekannten hier in Lüchow, weil wir halt schon Bekannten gehabt haben, hat mir eine geholfen, in der Oberschule da zu gehen und mich vorzustellen und sagen, dass ich jetzt gerne Schule gehen möchte, obwohl ich kein Deutsch gesprochen habe. Und ja, dann wurde erstmal halt ein Test gemacht, dass ich überhaupt in die 9. Klasse Niveau bin. So halt Mathe, Englisch und solchen Sachen, alles auf Englisch gewesen war. Habe ich es bestanden, dann haben gesagt, okay, dann kannst du erstmal in die 9. Klasse erstmal gehen. Und währenddessen kann ich halt die deutsche Sprache lernen. Erstmal habe ich gar nicht verstanden. Wirklich die ersten 6 Monate saß ich nur da und habe nur zugehört und versucht zu entziffern, was sie erzählt haben. Und mit der Zeit habe ich es einfach gelernt. Also es war halt am Anfang ich war sehr geschockt, aber langsam haben wir es gespürt, dass wir willkommen sind und dass wir ganz viel Hilfe gehabt haben, um hier ein bisschen anzukommen. Das Jugendzentrum hat mir die Möglichkeit gegeben, mich weiter zu entwickeln bzw. mich selber auch kennenzulernen. Das hat mir alles so gefehlt unter dem Krieg und so. Und hier zu sein und das zu haben, war einfach, ich war voll dankbar, dass sowas überhaupt existiert hat und so. Und dass meine Brüder jetzt auch diese Möglichkeiten haben, das zu erleben. Die gehen auch ganz oft im Jugendzentrum, haben denen auch das gezeigt, als sie ein bisschen älter geworden sind. Ich würde sagen, der allererste Mensch, der in meinen Kopf so hervorruft, wenn mich fragt, okay, wer ist der Mensch, den du hier in Lüchow oder in Deutschland kennengelernt hast und immer noch Kontakt hast, wäre halt natürlich Uta, weil sie halt uns am Anfang sehr viel geholfen hat und wir diese Beziehung dann aufgebaut haben mit ihr, also sie als Mensch und mit uns als so Familie. Und wir sagen immer so zu ihr, du bist schon ein Teil von unserer Familie geworden, weil wir so vieles erlebt haben hier und dann miteinander erlebt haben. Da ist meine Mutter, die neben mir ist und ich mit den 2 Flächen. Da haben wir Tee und Kaffee getrunken und zusammen gequatscht. Und das ist Uta, die mit der Brille. Also wie gesagt, ich bin ja dann nach Hamburg im November 2023 dann ausgezogen. Ich wollte gerade geflüchtet, aber nein, ausgezogen. Von Lüchow nach Hamburg. Und aus dem Grund, dass ich halt meine Ausbildung angefangen habe bei der OKE als Pflegerin oder Pflegefachkraft. Und das war aus dem Grund, weil ich halt sowieso halt meinen Kopf habe, dass ich halt studieren möchte. Ich habe früher immer gedacht, ich möchte gerne im medizinischen Bereich arbeiten. Ich habe immer gedacht, also als ich so ein kleines Kind war, mein allererster Zahnmedizinbesuch war eine Zahnärztin, die mir in Erinnerung geblieben ist. Und ich mir immer gesagt, ich will genauso wie sie sein, so genauso wie sie werden, weil sie so eine tolle Zahnärztin war. Und das war immer so im Kopf, ja. Und dann habe ich das halt in der Familie weitererzählt. Zahnärztin Alice und so. Das ist einfach so, mit dem bin ich aufgewachsen. Ne, ich komme aus Syrien, bin Palästinenserin, bin aber in Syrien geboren. Wir sind sehr eine familiäre so Menschen, die sehr Familie zusammengebunden sind und so. Und diese Erfahrung zu machen, dass ich jetzt alleine lebe, in einer Großstadt lebe, eine sehr
unbekannte Umgebung ist. Bis jetzt ist super schön. Ich habe mir das nicht so vorgestellt, dass es so sein wird, aber ich fühle mich so gut, dass ich jetzt in so dieser Alleinleben führe. Natürlich habe ich meine Momente, wo ich mir denke, boah, ich vermisse schon Lüchow oder ich vermisse meine Familie, ich vermisse dass ich irgendwas bekannt mir ist. Und ich komme ja zurück, aus dem Grund, weil ich halt meine Familie und Lüchow vermisse. Ich kann mir auch vorstellen, wieder hierher zu kommen, wenn ich fertig damit bin. Weil ich einfach hier so schön finde, so ja, einen guten Platz in meinem Herz gehabt. So. Hat immer noch.